Dass wir den kompletten Innenraum mit nur einem Produkt reinigen können, haben wir euch bei dem Dr. Wack All-in-One Innenraumreiniger schon gezeigt. Aber wie sieht es denn eigentlich mit so richtig verschmutzten und sogar verschimmelten Polstersitzen aus? Wir wollen gucken, ob das reicht und wo die Grenzen von so einem All-in-One Produkt sind. Ja, und richtig schmutzig meine ich natürlich nur den Sitz im Sinne von, er wurde einfach, glaube ich, noch nie wirklich gereinigt und das Auto hatte leider Feuchtigkeitsschaden. Wir haben vergessen, oder was wurde vergessen, die Fenster im Winter aufzumachen. Also hat sich weißer Schimmel gebildet. Hinweis bitte, auch bei weißem Schimmel ein bisschen aufpassen, jetzt nicht so doll mit Druckluft oder so rumsprühen, dass er in der Luft verwirbelt. Bei schwarzem Schimmel Finger weg und Spezialfirma holen. Gut, ran geht's ans Werk. Wie gesagt, der Sitz ist auch extrem ausgeblichen, aber wir wollen einfach mal gucken, ob wir einen Unterschied zwischen einem dezidierten Polsterreiniger oder aber einem All-in-One-Produkt feststellen. Dafür kleben wir die Mitte ab, um vielleicht auch noch eine kleine Vergleichsfläche am Ende zu haben und starten dann mit der Bearbeitung. Rechte Seite, also zur Fahrerseite hin, All-in-One Innenraumreiniger, linke Seite Polsterschaum. Von der Bearbeitung machen wir es, wie wir es meistens machen. Wir sprühen das Produkt auf, lassen es kurz wirken, solange es noch feucht ist. Arbeiten wir es nochmal mit einer Bürste ein. Das hilft einfach, da den Schmutz, der mechanisch schon so angelöst wird, nochmal zu brechen und die Schmutzentfernung zu vereinfachen. Wie gesagt, da muss man immer nach seiner eigenen Methode und nach dem Reiniger gucken. Für uns funktioniert das hier am besten. Dann nach der Wirkzeit von je nach Produkt und Wärme zwischen 5 und 15 Minuten, da muss man ein bisschen gucken, was das Produkt so vorschreibt, wie stark alkalisch es ist, aber einfach da das Etikett beachten, nehmen wir ein feuchtes Tuch und entfernen erstmal den oberflächlichen Schmutz, den wir damit rauslösen können. Ich sag mal, in der Do-it-yourself-Variante reicht das schon vollkommen aus, das häufig mit Wasser durchzuspülen, und gerade der Vorteil bei den All-in-One-Produkten, auch bei dem Schaum, ist, dass wir den Sitz nicht durchnässen, also der Schmutz nur an der Oberfläche gelöst wird und nicht nach unten dringt, also reicht meistens aus. Aber gerade weil wir hier Schimmel haben und weil wir einfach ein Gerät da haben, nutzen wir im zweiten Schritt nochmal den Sprühextraktionsreiniger, das Champoniergerät, das wollte ich sagen. Das hat den Vorteil, dass wir mehr Reiniger wieder aus der Oberfläche bekommen, aber ohne diese mechanische Reim vom Tuch haben wir meistens ein schlechteres Ergebnis. Also die Kombi aus beiden Methoden macht sich besser. Und wir sehen jetzt hier in der Mitte die Reste, da wo es schon wieder trocken ist. Wir haben noch eine schmutzige schwarze Fläche. Ansonsten sehe ich keinen massiven Unterschied, muss ich tatsächlich sagen, zwischen Polsterreiniger und All-in-One-Reiniger. Man muss dazu sagen, in der Realität oder im echten Bild hat man schon gesehen, dass die Farbe außen ein bisschen kräftiger wieder geworden ist. Ne? Also ich habe schon ein bisschen Unterschied gesehen. Insgesamt hat meiner Meinung nach Polsterreiniger nochmal die Nase vorn, aber der All-in-One ist tatsächlich gar nicht mal so an seine Grenzen gestoßen. Ich hätte mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet. Hier nochmal vorher, nachher. Ne, bei beiden Sitzen, wie gesagt, sie sind natürlich ausgeblichen, aber man sieht schon rechts, finde ich, ein bisschen schönere Farbvertiefung wieder, also Farbwiederherstellung. Deswegen, Polsterreiniger hat die Nase vorne, aber bei wem es schnell gehen muss und wo es nicht so verschmutzt ist, tut der All-in-One seinen Dienst.